Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezept-Video von mir. Heute zeige ich euch einen richtig leckeren, sommerlichen, ketogenen Kuchen, der genauso lecker schmeckt wie herkömmlicher Kuchen, während er jedoch ohne schädliche Kohlenhydrate auskommt, also ohne Haushaltszucker und ohne Getreidemehl. Das Getreidemehl wird hier durch Mandelmehl und durch Kokosmehl ersetzt. Ich habe in diesem Rezept nur eine kleine Portion von diesem Kuchen hergestellt. Lohnender wäre es, wenn man einfach die doppelte Portion von diesem Rezept herstellen würde. Jetzt kommt Xylit dazu. Wir hatten eben, wie gesagt, Mandelmehl und Kokosmehl hinzugegeben. Xylit, das ist jetzt Backpulver. Damit man von dem Xylit nicht so viel nehmen muss, ergänze ich das immer mit etwas Stevia, hier einen Viertel Teelöffel davon und dann 30 Gramm Bio-Kakaopulver. Das waren die trockenen Zutaten. Das wird jetzt kurz alles durchgemischt. Wir sehen hier, das Kokosmehl ist noch nicht so richtig aufgelöst. Das sollte man besser sieben. Und dann kommen die flüssigen Zutaten hinzu. Hier jetzt die geschmolzene Butter, von Bio-Qualität natürlich. Dann kommen 3 Bio-Eier hinzu und schlussendlich noch 200 Gramm Bio-Schlagsahne. Das waren auch schon die flüssigen Zutaten für den Teig hier jetzt, also für den Kuchenboden. Daraus entsteht dann dieser Schokoladenboden. Alles wird jetzt gründlich durchgemischt mit dem Schneebesen, bis wir eine schöne homogene Schokoladenmasse erreicht haben. Das geht super einfach und richtig schnell, wie wir hier sehen können. Jetzt wird das alles in eine Auflaufform gegeben, und zwar eine mit Backpapier ausgelegte Auflaufform. Für die doppelte Portion allerdings möchte ich raten, eine doppelt so große Auflaufform, und zwar eine viereckige Auflaufform zu benutzen, damit man den Kuchen später nicht quer durchschneiden muss, wie ich das hier machen musste. Das zeige ich euch später, wenn der dann fertig ist. Jetzt kommt das Ganze erstmal in den vorgeheizten Ofen und wird auf Mittelstufe etwa 25 Minuten lang gebacken. In dieser Zeit vermahle ich schon mal das Xylit zu Puderzucker sozusagen, denn für die Creme, die dann später drauf kommt, benötigen wir eben Puderzucker, also hier in diesem Fall den Puderxylit. Die Sahne werden wir aber erst später zubereiten, erst nachdem der Kuchen dann komplett ausgekühlt sein wird. Hier sehen wir ihn jetzt backen und wir schauen schon mal nach, ob er fertig ist, indem wir ein Messer hineinstechen, und wenn dieses dann sauber herauskommt, wissen wir, dass der Kuchen fertig ist. Ich hatte ihn hier dann allerdings trotzdem noch mal 5 Minuten weiter gebacken und dann habe ich ihn herausgeholt. Der Kuchen backt also bei ungefähr 175 Grad Celsius maximal 20 bis 25 Minuten. Danach ist es wichtig, dass er komplett erstmal auskühlen muss, der Kuchen, bevor wir dann die Creme zubereiten und den Kuchen damit bestreichen. Bei der doppelten Portion, und wenn man eben eine doppelt so große Auflaufform benutzt hat, dann braucht man den Kuchen nicht, wie ich es jetzt hier tue, so quer durchschneiden, denn das ist nicht zu empfehlen, weil die obere Hälfte dann kaputt gehen könnte. Was bei mir auch zum Teil passiert ist, aber das war nicht schlimm, weil man das mit der Creme gut kaschieren kann. Besser allerdings wäre es, wie gesagt, wenn der Kuchen jetzt eine doppelt so lange oder breite Form hätte, dann müsste man ihn nur einmal in der Hälfte durchschneiden, also nicht quer durchschneiden, sondern nur einmal in der Hälfte. Und die andere Hälfte dann später auf die eine Hälfte einfach nur drauflegen. Deshalb möchte ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Jetzt werden wir einfach ein Päckchen Bio-Schlagsahne als 200 Gramm Bio-Schlagsahne ganz steif schlagen, denn die benötigen wir dann unter anderem für die Creme, mit der wir dann den Kuchen bestreichen werden. Beim Schlagen der Sahne sollte man aufpassen, dass man immer den richtigen Zeitpunkt erwischt, damit man sie nicht überschlägt und daraus nicht am Ende Butter wird. Sobald die Sahne dann steif geschlagen ist, nehmen wir diesen Bio-Frischkäse. Der beste ist immer noch der vom Aldi, dieser hier ist vom Lidl. Bio-Mascarpone oder eben der Frischkäse vom Aldi, das wären eben die besten Frischkäsesorten für diese leckere Creme. Und dann kommt jetzt eben dieser Puderzucker aus Xylit, den wir vorhin gemahlen hatten, dazu. Das sind die 3 Zutaten, die wir für die Creme benötigen. Frischkäse und Puderxylit werden zusammen gut verrührt und dann kommt die steif geschlagene Sahne dazu, sobald die anderen 2 Zutaten richtig schön cremig geschlagen wurden. Wie wir sehen, besteht die Creme eben nur aus diesen 3 Zutaten. Das war es dann auch schon. Und dann können wir den Kuchen, den komplett ausgekühlten Kuchen, damit bestreichen. Zuerst wird eben jetzt die eine Hälfte damit bestrichen. Das ist ja jetzt die untere Hälfte hier in meinem Fall. In eurem Fall solltet ihr dann, wie gesagt, unbedingt die doppelte Größe backen und dann einfach nur in der Hälfte einmal durchschneiden. Dann kann man einfach die 2 Hälften übereinander legen, ohne dass etwas kaputt dabei geht. Und hier sehen wir, dass das obere Teil so ein bisschen kaputt gegangen ist, aber das konnte man ja glücklicherweise mit der Sahne kaschieren. Die zweite Hälfte kommt eben auf die erste Hälfte, nachdem die mit der Sahne bestrichen wurde, drauf. Dann wird die obere Hälfte, die zweite Hälfte eben auch nochmal mit der Sahne bestrichen und dann werden auch die Seiten hier
mit dieser Creme bestrichen. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Von allen Seiten ist die Creme gut drauf gestrichen. Dann werden wir rohen Bio-Kakao nehmen und ihn durch ein Sieb darüber streuen. So ähnlich wie man das beim Tiramisu macht. Das sieht dann richtig schön fürs Auge aus. Und sobald wir dann den gesamten Kuchen mit dem Kakao bestreut haben, bleibt uns nur noch übrig, das leckere Obst darüber zu verteilen. Und da kann man an Beeren verwenden, was man gerne möchte. Ich habe dafür Erdbeeren und Heidelbeeren verwendet. Das sind die Beerensorten, die mir am leckersten schmecken und die sehen auch am schönsten aus, wie ich finde, Mashallah. Aber man könnte theoretisch auch frische Himbeeren benutzen. Die Beeren verteilt man dann einfach gleichmäßig oder wie man das gerne mag, mit einem schönen Muster auf diesem Kuchen, der dann für einige Stunden in den Kühlschrank gestellt werden sollte. Dadurch wird die Creme dann etwas fester, so dass man danach den Kuchen dann richtig leicht anschneiden kann. Ihr seht, ein super einfaches Rezept und dazu noch richtig gesund, Mashallah, sodass man nicht mal ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man dann diesen herrlichen Kuchen verzehrt. Im Gegenteil, man tut seiner Gesundheit sogar noch etwas Gutes, denn Mandelmehl und Kokosmehl sind sehr, sehr gesund. Diesen leckeren, gesunden Kuchen könnte man super gut sogar jetzt auch im Ramadan servieren, selbst dann, wenn man ansonsten den Ramadan rohköstlich verlebt, wie ich das eigentlich empfehlen möchte, damit unser Körper wenigstens einmal im Jahr mal richtig schön entschlacken und entgiften kann und gesunden. Und solch ein Kuchen würde da in keinster Weise den Körper belasten. Wenn ihr den Kuchen danach backt, solltet ihr unbedingt die doppelte Portion herstellen und in einer doppelt großen Auflaufform backen. Dann wird euch der Kuchen inshallah am besten gelingen. Und was die tierischen Produkte betrifft, da solltet ihr immer die Bioprodukte verwenden, denn wir wollen unserer Gesundheit ja nicht schaden, sondern diese bestmöglich erhalten. Und wenn wir den Ramadan weitgehend rohköstlich verbringen, wird das Fasten auf gesundheitlicher Ebene wirklich seinen Zweck erfüllen. Inshallah. Damit wünsche ich euch noch einen gesegneten Ramadan. Viel Erfolg beim Nachbacken dieses leckeren Kuchens. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen. Und wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten und vergesst nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.